Hallo, heute geht es um den Transport- und Arbeitstisch für meine neue Säge. Viel Spaß dabei! In meinem letzten Video habe ich ja im Rahmen eines Unboxings die Bosch Tischkreissäge GTS 10 XC vorgestellt. Heute geht es um den dazu passenden Transport- und Arbeitstisch GTA 60W. Auch dieser ist mit 28 Kilogramm relativ schwer, aber er hat mit der Säge ja auch einiges zu tragen. Auch hier ist wieder alles in Styropor verpackt. Ich habe gelesen, dass man das mit Aceton auflösen kann. Vielleicht soll ich mir davon mal ein paar Fässer bestellen. Bereits beim Auspacken fällt mir das Gewicht jedes einzelnen Teiles auf. Da ist wirklich alles von ausgezeichneter Qualität und für eine lange Lebensdauer und eine hohe Beanspruchung entwickelt worden. Kurz gesagt, kein Billigkram. Ohne die Bedienungsanleitung wäre ich bei diesem Teil sicher aufgeschmissen gewesen und hätte keine Ahnung gehabt, was wohin kommt. Die Schrauben sind in 2 separaten Tüten verpackt, wobei die hier linke die Schrauben für die Befestigung der möglichen Sägen und die rechte die für den Zusammenbau des Gestells enthält. Ich lasse sie mir nun einfach mal beim Zusammenbauen zusehen. Danach sagt man dann, klar hätte ich auch ohne Anleitung gekonnt. Ist es nicht interessant, dass man oft etwas zusammen, aber selten wieder auseinander baut? Das nur mal als philosophischen Ansatz. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach und die verwendeten robusten Stahlrohre halten einen Tisch, auf dem alle gängigen Tischkreissägen von Bosch montiert werden können. Speziell für die GTS 10 XC ist dieser Tisch gemacht. Und es kommt die letzte Hebefigur, die notwendig ist, um beide Teile miteinander zu verheiraten. Die Säge wiegt 35 Kilogramm, was nur bei mir und nicht bei dem Arbeitstisch ein Stöhnen hervorruft. In der Tüte, die ich eben gezeigt habe, sind es die längsten Schrauben, die für die Fixierung der Säge auf dem Tisch gebraucht werden. Da passt alles perfekt übereinander und die 4 Schrauben sollten schon gut handfest angezogen werden, damit die Säge auch nicht mehr verrutschen kann. So lässt sich die Tischkreissäge platzsparend verstauen und ist aber andererseits auch wieder ruckzuck im Zentrum des Geschehens, wenn sie gebraucht wird. Im nächsten Film geht es dann um den ersten Einsatz der Säge beim Bau von etwas Gartenkunst. Unter dem Video finden Sie wie immer einen Link zu den aktuellen Angebotspreisen auf Amazon. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Jetzt verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.